Letztens im Stream hat es nicht funktioniert. Jetzt machen wir es als Einzelvideo. Die Demo von The Invincible. Mit dabei ist natürlich wieder Daniel. Hallo Daniel. Hallo. Und ja, wir probieren die mal aus. Das ist ein Spiel, das noch keinen finalen Release-Termin hat, aber hoffentlich noch dieses Jahr rauskommt. Und ein First-Person-Exploration-Game. Was steht denn Willkommen hier? zur Demo von The Invincible. Der Abschnitt, den du spielen wirst, ist nicht der Anfang des Spiels, sondern findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Die Protagonisten haben bereits einiges durchgemacht, aber wir wollen dir auch nicht das Spielerlebnis verderben, indem wir zu viel erklären. Auf der nächsten Seite haben wir eine kurze Einführung zu der sich abspielenden Szene vorbereitet. Bitte beachte zwei Dinge. Erstens kann das Spielen dieses Abschnitts trotzdem die Reaktion auf frühere Spielabschnitte beeinflussen. In Klammern Vorsicht, Spoilerwarnung. Spoiler, das war Schwäbisch. Und zweitens solltest du bedenken, dass der aktuelle Stand des Spiels noch nicht das Endprodukt ist. Wir arbeiten noch hart daran, die Qualität und Leistung zu verbessern. Und nun? Jasna hat Informationen über den Konvoi gefunden, der von der Feldbasis der Allianz geschickt wurde. Eine feindliche Fraktion im Wettlauf durch die Galaxie. Trotzdem muss sie unbedingt andere Menschen finden, auch wenn es sich dabei um politische Feinde handelt. Jasna durchquert den Ausgrabungsbereich und bewegt sich in Richtung der Schlucht, um dem Konvoi zu folgen. Sie kommt dem Konvoi immer näher und muss sich auf das Treffen mit der Allianz vorbereiten, indem sie sich mit ihrem Astrogator abspricht. Er ist der Kommandant ihrer Einheit. Schon zu Beginn des Spiels begleitet er Jasnas Taten von einem Raumschiff aus, das den Planeten umkreist, auf dem sich die gesamte Geschichte abspielt. Regis 3. Plane deine Route zum Konvoi. Ach ja, da sehen wir schon, das ist jetzt schon eine andere Demo als die, die ich kenne. Ich hatte ja die GDC-Demo gespielt im März und da geht's anders los. Die war Ah ja, gleich mal nicht so sehr interaktiv. okay. Dann drücke ich mal hier The drauf. road ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Jasper. Vorsicht. All right, I'll try to get there via the side path. So, dann legen wir es mal ab. Und ja, da vorne ist unser Fahrzeug. Wir sehen schon, das ist ein First-Person, Adventure muss man eigentlich sagen, vergleichbar mit Spielen wie Firewatch, von dem es sich sehr viel entlehnt, nämlich auch der ständige Kontakt via Funk zu einer anderen Person und diese kleine Entscheidungsfreiheit in Dialogen und vielleicht auch in kleineren Spielabschnitten, wie hier zum Beispiel, können wir diesen Nebenpfad nehmen oder den Hauptpfad, das müsste beides gehen. Könnte sein, dass sich dadurch der Wiederspielwert erhöht, zumal das ja auch nicht so ultra lang sein soll, das Ding. Dieser Sci-Fi-Retro-Look ist so toll. Ja, Also, das ist der Wahnsinn. Atompunk nennen die es. Atompunk, ja, das passt. Ja. Und wie schön detailreich das gemacht ist. Echt toll. Ja, das ist so Retro Future, mag ich auch immer total gern, vor allem wenn es noch diese etwas sowjetische Anmutung hat. Die Vorlage kommt ja von Stanislaw Lem, der Pole war, ein Buch von 1964, bildet hier die Basis für die Geschichte. Das hieß auch der Unbesiegbare, The Invincible. Dieses Spiel ist jetzt keine 1:1 Nacherzählung von dem Buch, aber es entlehnt sich wohl in vielerlei Hinsicht I'm nearing der the Hauptgeschichte. destination. From now on, I'll be on foot. Und weil... Achso, jetzt bist du doch die Straße gefahren. Actually, I Ja, don't aber ich have a dachte, choice. Du hättest, The glaube ich, road is links durch die blocked. Schlucht gehen müssen, Seems aber like a wurscht. sidewall collapse. How typical of the Alliance. To destroy everything that's in the way. ja, aber da war doch gar keine Ausfahrt. Also, Vielleicht doch. aber sie hat ja auch gerade gesagt, dass das zerstört war. Also ich kann ja noch mal kurz gucken gehen. Aber, Vielleicht kannst du nochmal auf die Karte gucken, wo wir gerade sind. so. Ja, genau. Hey, aber wo wäre das denn? Das müsste dann rechts von dir, hinter dir jetzt schon. Du bist jetzt schon wieder am Ausgang vorbeigelaufen. Achso, du meinst, du suchst den Eingang? Nicht,
Vor allem, wo wäre das rausgekommen? Also, Wenn du jetzt hier dich an der rechten Wand entlang tastest, müsstest du eigentlich den Eingang finden. ich hätte gar nicht gesehen, wo ich da abbiegen kann. Hier rauf vielleicht. Das ist ja auch cool gemacht. Ob es dann so schön ist, wenn man dann viel nicht sehen kann, wenn man sich ein bisschen bewegt. Aber dass hier der Helm beschlägt. Ach, da oben, schau. Na, da kannst du doch da hochlaufen. Lauf doch mal hoch, wir haben ja Zeit. Ah, okay, ich habe nach was gesucht, wo ich mit dem Auto rumfahren kann und da sah nichts so aus. Okay, nee, gut. Ja, wenn jetzt hier die Berliner CDU und SPD am Ruder wäre auf dem Planeten, dann hätten die schon dafür gesorgt, dass du überall mit dem Auto langfahren kannst. Weil Dass das auch nämlich überall parken kann. Genau, überall muss man mit dem Auto hin. Und wenn da jemand sitzt unter einem Baum und einen Kaffee trinkt, dann muss der da weg. Weil da kommt nämlich das Auto hin. Also als jemand, der dieses Jahr schon bei 34 Grad in seinem Homeoffice arbeiten durfte, bin ich immer dafür, wenn die Städte noch wärmer werden. Ja, du sollst ja auch nicht an der Straße unter dem Baum sitzen und dich erfrischen, sondern arbeiten. Ja. Und wie kommst du schneller zur Arbeit? Auch im Homeoffice mit dem Auto. Und da ist Deswegen- schön, wenn es warm ist. Hier ist bestimmt auch recht warm auf dem Planeten. Es sieht recht warm aus. Aber es kann Ja. natürlich auch total täuschen. Es kann in Wirklichkeit unglaublich kalt sein. Das ist bei Jedi Survivor, ich glaube, auf dem zweiten Wüstenplaneten, weil wir auch unbedingt noch mehr Wüstenplaneten gebraucht haben, sowohl bei Star Wars als auch bei Jedi Survivor. Da erfährt man, dass es hier zum Beispiel keine transparenten Felsen gibt. Ah, siehst du, kommst jetzt gar nicht durch. Das ist ja gemein. Da darf ich jetzt komisch. nicht mehr reingucken. Da läufst du durch so einen klassischen Wüstenplaneten und da steht schon ganz am Anfang, dass es da sehr kalt ist. Das erzählt dir das Spiel in seiner Optik allerdings nicht. Das musst du dann einfach glauben. Hier wissen wir es nicht. Naja. Ist die Unreal Engine 4 noch? Ich finde es sehr schick. Aber natürlich jetzt, ja, wie so ein klassischer Walking Simulator relativ eingeschränkt in dem, wo du lang kannst. Also an der einen Stelle konnte ich ja runterklettern, weil es halt da vorgesehen war, dass ich runterklettern kann. Hier kann ich das nicht, weil es nicht vorgesehen war. Aber na gut. Jetzt war die ganze Strecke, die man eigentlich mit dem Auto hätte fahren können, auch nochmal komplett zu Fuß abgelaufen. Da drüben ging das Abenteuer, glaube ich, los, oder? Ich glaube, da Ja. oben stand ich. Ah, sehr gut. Weltraumerkundung, da kommt man voran. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Mass Effect Andromeda. Da hat man auch viel Zeit so verbracht, nämlich zu suchen, wo denn der Weg zum Beacon hin ist. Bei dem die Karte recht unübersichtlich war. Naja. Und dann waren da immer die gleichen Gegner. Das war ein bisschen schade. Oder fast immer die gleichen Gegner. Ich habe keine Gegner gesehen. Ich war zu beschäftigt damit, irgendwelche Relais zu aktivieren an irgendwelchen abgestürzten Sonden, um das Mass Effect-Universum so zu erleben, wie es wirklich gedacht war vom Künstler. Dieser Zynismus. Aber schau, hier hat was ist jemand denn da? irgendwas eingefräst. Ja, ne, das sieht so ein bisschen so aus. Das ist schon künstlich, oder? Das sieht so ein bisschen künstlich Wirkt aus. so, als hätte da ein großes Tier seinen Schwanz einmal durchgehauen. Godzilla war es. Crazy. Ja, wo wären wir jetzt hier denn wohl rausgekommen? Und da dann so runtergeklettert wäre? Durch den anderen Weg? Vielleicht. Können wir uns ja vornehmen, dass wir das in der Vollversion dann den anderen Weg gehen. Wirkt Oh, auf geht's jeden ja Fall aber- ein bisschen so. Aha. Warte mal. Radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Seeing people who are alive and mentally sound is something I'm always counting on, Astrogator. They may be my only chance. And not only mine. After all, Koval needs our help. Yes, I'm fully aware, Doctor. However, you must keep in mind that alive and mentally sound members of the Alliance are still a threat. One of their vehicles got stuck in the rubble. Oh, so you've already reached the convoy? It's only this vehicle so far. I'm looking for the rest. Meinst du, das ist die Allianz aus Halo? Schon, oder? Stimmt. Natürlich. Covenant. Was ich voll schön finde, ist, dass das, wenn man sich Notizen macht, dann auch wirklich so handschriftlich auf ihrem Tablet da notiert ist.
Also da hat man das Gefühl, dass sie wirklich was tut. Aber was hat sie jetzt? Achso, sie hat jetzt hier SMU 27 und das ist das Ding hier aus dem. Mhm. Also das heißt, das sind die ganzen Leute, die sie finden will. Oder die es zumindest auf dieser Welt geben könnte, weil wahrscheinlich das irgendwo ein Manifest sagt. Tja, kaputter Aufzug, da komme ich nicht weiter. Das ist aber schon der Demo-Bereich, den man kannte, oder? Also das kommt mir. Ich kenne das nicht. Also die Demo, die ich gespielt habe, die war ganz anders. Okay. Da fing man in so einer Iglu-förmigen Basis an mit so einem defekten Roboter und kam dann in so einen Krater und es gab andere Personen, allerdings einen in so einem katatonischen Zustand und eine Person, die ich selber nie entdeckt habe, weil die Demo damals abgeschmiert ist, da bin ich durch den Boden durchgefallen. War noch nicht ganz fertig. Also ja. das hier haben sie auf jeden Fall schon mal vor ein paar Monaten als Aufzeichnung zumindest teilweise gezeigt, genau mit diesem großen And there's Ding. another mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead, fortunately. I admire your composure. Well, I've had my fair share of anxiety lately. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is something we all do. Hang on, someone's here. Ach, aber guck mal, das sind die Maschinen, die diese Löcher und Bohrungen gemacht haben. Meinst du? Ja, bestimmt, oder? Wenn die so eine komischen Kanonen haben, dass sie dann hier so ein Ding durchschießen. Also auf jeden Fall sehe ich jetzt mehr, weil ich habe diesen Abschnitt also dann schon mal irgendwie in Videoform gesehen, kann mich aber jetzt auch nicht im Detail so doll daran erinnern, aber was mir nicht sofort klar war, dass das Maschinen von anderen Menschen sind. Ja. Ich dachte, dass das irgendwie so außerirdische Maschinen sind, aber das ist ja dann wahrscheinlich Zeug von der Allianz. Also ich meine, da stehen ja auch Buchstaben und Ziffern drauf, also. Mir war bei der letzten Demo gar nicht klar, dass es... Oh, Astrogator. They're dead. So you found someone. Ja, Hoffmann, ne? After seeing their base, I had a feeling it might end like this. Still, I wonder, what were they looking for? Was it that killed them? Just what the hell? Das Antimat-Verzeichnis, ja, das ist doch dann das hier, oder? Oder ist das, was ist das? nee, da musst du wahrscheinlich in... Achso, das ist die Maschine, das ist der Antimat, so rum. Genau. Okay. I'm getting into the antimat's recorder. Ich finde es ganz cool, wie der Helm sich quasi unabhängig von dem Mikrofon bewegt. Das Mikrofon ist ja an den Kopf gebunden. Also jetzt gerade nicht, jetzt bewegt sich alles irgendwie zusammen, aber draußen sind es 2 Ebenen. What do we have here? Ach, das ist ja eine nette Aufzeichnungsart. Preparing for departure. Guck mal drauf. Coordinates match the location of the base we've searched. All of the Alliance's semi-autonomic machines can be remotely controlled, right? Yes. Case they were conducting an inspection before marching out. The convoy's heading somewhere. Ja, da war noch was. They're getting close to where I am now. They passed giant cranes, pulling something out of a, giant hole. Interesting. I don't recognize that place. Da war noch mal was auf der vorigen Seite. Echt? Ja, oben links. Da oben, ja. Just in case, I've noted down the coordinates. Warte, dann schaue ich mir aber sicherheitshalber das Ding hier auch nochmal kurz an. Nicht, dass hier nochmal. Das hatten wir ja. Na, da links ist auch noch was. Oben. Aber das hatten wir doch schon, das links hier oben. Das Dann hier. wäre es aber The nicht mehr da. antimatter's in an escort mode. Jetzt. Hä, okay. They're here. Sending a probe. It's
hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. Oh, they're tunneling their way through with a beam of antimatter. Ah ja, hattest du recht. Subtle. Can you locate the breach? Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. You need to know what to expect there first. Huh. Shame. The transport's leaving. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Measurements are also strange. The electromagnetic field is in the upper range. That's a recurring factor, which explains nothing, really. We're going in circles instead of getting you off this planet. Is there anything actually helpful in the... Don't you want to know what happened, sir? I do. If my crew was safe and sound, I'd gladly investigate it myself. Explaining this mystery would not only expand our knowledge, but also bring us honor and glory. Not to mention the exposure of the Alliance's incompetence. At the moment, though, I have other priorities, Doctor. The photo is such poor quality. You can clearly see the fear on his face. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. But are we still considering whether we should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasna. Spare me your concern, sir. I'm not a child. I'll be fine. One of the antimats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? There's nothing else. Only... darkness. Can't you see what it was aiming for? It's ceasing to protect the convoy. There's a bunch of unidentified targets. It has trouble recognizing any of the 9,999 objects. The counter reached its limit, I guess. Sounds like a major fault in the circuitry. Combine that with tremendous firepower and it means big trouble. Panic. Everyone's trying to escape. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Unbelievable. Both were faulty. Astrogator. The antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next? The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. Diese Fotos hat der Roboter gemacht, oder? Also, Naja, der Recorder von der Antimat. unser Antimat. It's firing directly at the crew. Boah. Ah, Shooting them. One by one. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Yasna. Regis 3 doesn't spare you. Who needs such destructive power? This technology puts us on a straight path to annihilation. Well, the Alliance will do anything to feel invincible, hence their flagships. It's not only them, Astrogator. If I remember correctly, we're not engaged in open conflict. And yet,
We two participate in this ridiculous arms race. To the death and beyond. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. Oh, das wird nicht gut ausgehen. Nee. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. It killed him. The machine just killed him. Oh, fuck. Jasna? The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell. So it's not dead after all? The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Right. So, Ist aber mutig, I'll go check it out. dass die da reingeschossen hat. Proceed. Wenn man mal davon ausgeht, dass das doch noch ein früher Teil vom Spiel ist, weil ich glaube nicht, dass sie von späteren Teilen viel verraten werden, dann... I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Something still active. Take your time, Jasna. Keep rushing. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. Not unexpected. You are in the... I'll get back to you once I reach the end. Na, ich dachte, das It's an bleibt... Artan coming at me. Oh, Ah, carrying something. was hat sie denn jetzt? Weiß ich nicht. Jasna, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too. My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Jasna. You need to rest. No. No. I'm better now. Was wolltest du sagen? Wenn man mal davon ausgeht, dass das jetzt wahrscheinlich nicht aus dem letzten Spieldrittel oder Viertel ist, dann verraten sie, finde ich, doch schon vergleichsweise viel früh und dass eben doch so viele Dinge dann da schon klar sind, wie viele Leute da waren, was die untersuchen wollten, dass es offenbar gefährlich ist. Also ich hatte mir es insgesamt ein bisschen mysteriöser vorgestellt, aber es lag vielleicht auch an der letzten Demo, weil da weiß man ehrlich gesagt noch gar nicht genau, was da irgendwie passiert ist. Und das ist jetzt schon sehr viel klarer. Aber die Frage ist ja, ob das überhaupt das Mysterium ist. Also, Ja, genau. Ich dachte, es wäre das Mysterium, was auf diesem Planeten los ist, aber offenbar ja Ja. nicht. sie müssen ja auch ein bisschen Exposition hier machen. Also ein bisschen clunky fand ich jetzt mit diesem von wegen, ja, dieses Nummer 1, dass sie halt nochmal drüber reden müssen, dass sie ja da irgendwie scheinbar in einem kalten Krieg sind und dieses Waffenrace, naja. There's nothing here I haven't seen before. Just a lot of metal bushes. Same as the ones near our camp. Well, the lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. The box is filled with containers. There's a box is filled with containers. What are they? 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 What are they
which I'm pretty sure are filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. Gefahr, Will Robinson. Gefahr. Der könnte jetzt auch aus Atomic Heart sein, ne? Mhm. Hat ein bisschen trendy, so dieser Look. Mhm. Seitlich. Ist auch ein bisschen kurios, dass die Allianz-Mitarbeiter oder Allianz-Leute, dass einer von denen dachte, dass er sich ergeben könnte der Maschine gegenüber. Also sie müssen doch wissen, wie die grundsätzlich so funktionieren. Und dass das... Vielleicht haben die ja so ein Protokoll, wenn jemand die Hände hebt, dann Waffenstillstand. Aber wenn die gerade schon alle anderen erschossen hat... Vielleicht hat er nicht das richtige Relais gefunden. Oder er war einfach in Panik. Oh. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Es wirkt auf jeden Fall sehr wie ein Spiel, das einen VR-Modus brauchen kann. Im Returnal würden wir das jetzt aufmachen, dann wären wir das. Stimmt. Batke. Ach, da ist Peter Batke gelandet. Der hat das auch schon mal gespielt, nämlich. Der hat mir gar nicht erzählt, dass er hier auf dem Planeten gestrandet ist. Aber soll ich jetzt... Ist hier noch irgendwas? Nee. Ach doch, hier. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Yeah, that's one way of putting it. So, all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Can you please check them, Yasta? Ich glaube, der will, dass du da hinten nochmal lang... Achso. Then I'll use a detector. Ach, den Detektor, das habe ich nicht verstanden. I'm So, jetzt checking. habe ich hier... Ah ja, Give me a okay. sec. Perfect. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it looks like two generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? We can't rule it out. Didn't you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yes. Are you abandoning your profession? What you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. Irgendwas stimmt auch nicht mit ihr, ne? Also sie atmet doch immer schwerer und jetzt noch diese komischen, ja, Schwindelanfälle. Die Böse. Ja, vielleicht bringt er ihr was zu trinken. Hä?
Ich habe gerade noch gesehen, wie er da hinten einfach Robot rausgenommen disappeared. wurde, grafisch. Must have broken into two. I didn't. You must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please forward. Hat sie hochhackige Schuhe an oder was ist hier Ja. los? Hallo. Oh, da ist der Roboter jetzt aber gerade weit gekommen. Oh, fuck. Oh shit. Er hatte ja auch keine hochhackigen Schuhe. The robot. No, no, the antimat. You need to act fast. Move, Jasna. But No. Jasna? Are you alive? Yes. Ach, Scheiße. Destroyed the robot. What are you doing now? Ich finde diesen... Take care of our people, Novik. Do you hear? Find them the best medics. Jasna, what do you... Tell Koval I tried. No. Don't die on me now. I'm begging you. Don't give up. You can't. You can't. Ja. Sorry. So fucking sorry. It's all my fault. You hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. What? Jasna, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Marit, she can no longer forgive you. Same goes for the others. I'm fully aware. All of it weighs heavily on my mind. Believe me, Doctor. So, what do we do now? Will you finally let me send Hopper for you? I can't just fly away. Now more than ever. I won't rest until I find out what happened to our people and what we can do to aid them. Okay, aber... Ich glaube, da hinten. Ach so, geht's okay. Irgendwo weiter oder vielleicht doch durch den For now, anderen you Tunnel. can forget about the research material. The only thing left Jetzt hat er sich that abgekühlt. Arcan is its feet. Considering all the factors, I would Das finde ich ein bisschen lustig. Also auch, dass da so ein ganz leichter Humoraspekt mit drin ist. It's from the recording Ja. devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Ja, den haben wir ja schon gesehen. Der ist weiter hier unten. Jetzt kommen wir wahrscheinlich dann durch, oder? Ja. Mhm. Actually, it's right in front of me. Ich finde die Farbgebung so schön. Mhm. Das war jetzt auch wieder eine Leiche, oder? Mhm. Bisschen schwer zu sehen, aber... Ah, okay, jetzt sieht man es besser. Okay, also hier ist keiner lebend rausgekommen aus der Geschichte. Ach, schau mal, da sind die diese Metallpflanzen sogar schon Ja. auf dem Fahrzeug drauf.
rutsch mal rüber. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Extremely unreasonable of them. But it's nothing... So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the slides. We encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh? I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay. And then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and... this is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Yes. Apparently it's flying. Like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct Also wie light, so ein Fidget Spinner. shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Antka, come in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first I thought it was a sensoric malfunction. After all, the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being as such is helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? I can't be sure. There's no precedence. Even if there is room for development, learning everything all over,
They won't remember anything. Even language, their past, our voyages together. Let's face it, this new life of theirs will be far from normal. They'll be aged children, walking curiosities, oddities, lab rats. All that made them gone to hell. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're Das ist theorizing. aber für eine Wissenschaftlerin schon ganz schön spekulativ, was sie da macht. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Also klar ist das dann sehr dramatisch und es würde diesen Zustand da in der anderen Demo von dem Typen erklären, der dann nur wie so ein Zombie da so rumsaß, aber dafür, dass sie es vor einer Sekunde erkannt haben, von was da die Gefahr ausgeht, da jetzt schon auf alle späteren Symptome und Unwiederbringlichkeit und so zu schließen, finde ich jetzt ein bisschen mutig. Naja, ich werde das Paper lesen. Muss erstmal einschalten. Oder ich gucke erstmal ins Handschuhfach. Da sind nochmal Fisherman's Friends drin und irgendwie eine CD, die du von jemandem mal ausgeliehen hast und schon längst vergessen hast, dass du sie hast. Mach mal Mucke an. Genau, war da. Ah, alles kaputt. Jetzt. Ja. Will jetzt aber keiner mit uns reden. Nee. Jetzt habe ich mir eine Notiz gemacht. Ja, das ist. Aber scheinbar kann ich jetzt hier gar nicht mehr machen. Es ist teilweise, finde ich, sind ein bisschen die Dialoge fast schon ein bisschen zu lang. Ja. Dass man dann zu lang irgendwie einfach was absitzt. Das ist ja immer die Gefahr bei diesen Walking-Talking-Simulatoren. Ja. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like from bullets? No, it looks like it's been Links. corroded by strong acid. Ach, dazwischen, ja, jetzt sehe ich's. Hm. Ja, weil es dann so ein bisschen so, dann hätte man vielleicht, wenn halt die Verteilung so krass ist, hätte man vielleicht statt einem Spiel ein Hörbuch machen sollen. Das ist ein bisschen wie Ja. Spiele, die es übertreiben mit Textdokumenten. Dann schreibt halt ein Buch. Ich finde den visuellen Anteil jetzt schon ganz The door to the schön. cargo bay has Mei. budged a little, but it won't open fully. Ich finde es halt komisch jetzt von den Figuren her, wenn die sich Sachen so deutlich erzählen, obwohl es klar ist, dass sie es eigentlich dem Spieler erzählen, weil es Exposition ist. Ja. Das ist ja das Hauptproblem bei Tenet zum Beispiel, was ja an sich ein interessanter Film wäre mit einer interessanten Prämisse, wenn er erstens nicht so völlig undurchschaubar wäre, nachzuvollziehen und du ihn 15 Mal sehen musst, um zu kapieren, was da wie wann passiert und dann merkst, dass es alles gar nicht so wichtig ist. Und dann verbringen aber die Figuren die ganze Zeit damit, alles, was passiert, sich gegenseitig zu It's too erklären. awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past? Not quite yet. Achso, das ist ein Roboter, oh Gott. Taschenlampen gibt es wohl noch nicht in der No. Zukunft oder Vergangenheit. Aber machen wir das nicht auch, uns gegenseitig die ganze Zeit zu erzählen, was da passiert? Stimmt. I can Wir see sind genauso broken gut wie Tenet. containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theory, sir? Ja, nur, dass wir das für Everything that Zuhörer comes to my machen mind und die Figuren in seems Tenet nicht. absurd. Ja, vielleicht wissen die ja auch, dass sie in einem Film sind. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects. And the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form?
I'm not sure whether to call it life. Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness. It all resembles the evolutionary path of living forms. Only problem is, it's not alive. So, with a large dose of doubt, you could still call it evolution. A dead evolution, if anything. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material. And they are again ready to transform and relocate to a new source. And so on and so forth. And I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Da ist so ein Kraftfeld außenrum. Aber stoße ich dagegen oder kann ich da durchlaufen? Nee, stößt der an, glaube ich. The second transporter is under a force field. It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. It certainly looks better. The cargo may be intact then. There are powerful emitters in the center. Similar to those on energobots. Emitters only? Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Then you're looking at the top of the energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Ah, got it. Ich glaube, der hat sich jetzt irgendwie einen Weg notiert oder so. Das ist wahrscheinlich da wo wir vorhin dann schon, wo ich vorhin schon hochgegangen bin. Warte mal, dann. Da war auf jeden Fall noch ein Gesprächsblase an dem Fahrzeug dran. Den kann man noch schnell aktivieren. Oder auch nicht. Vorhin war ja noch eins, aber jetzt kann ich es scheinbar nicht mehr aktivieren. Komisch. Ich bin überrascht, wie umfangreich die Demo ist. Ja. Ich meine, man ist jetzt nicht, im Grunde genommen ist man nur einen längeren Gang lang gegangen. Aber ist ja relativ normal in so einer Art von Spiel. Aber ich hätte so mit keine Ahnung, 20 Minuten oder sowas gerechnet. Ich bin gespannt, wie lang das Spiel insgesamt ist. Es wäre ja so ein klassisches 4-5 Stunden Spiel eigentlich. Wobei die auch immer länger sind als die Angabe. Ich glaube, bei Firewatch, da hieß es auch, das dauert 2 Stunden und dann habe ich irgendwie 6 Stunden gebraucht. Astrogator, I found their probe. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Oh, Feriensender. Indeed. Registry could be valuable. Das hat ein Especially Foto if we gemacht. managed to photograph everything from a greater distance. Come here, little probie. Oh, that didn't work. It flew Das war auch away. ein toller Plan. Scared of you too? I'd rather say that my lack of authorization is more of a problem than me being scary. I won't be able to bring the probe down unless I find a working controller. Ja, aber das war doch klar, dass die Probe nicht, also die Drohne nicht zu ihr kommen würde. I got inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. I suggest the following. If this transporter is actually running,
Doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. You're going to take the whole transport. You'll have the flies in large numbers, and a powerful means of transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. But before you leave, you need to take down the force field. But first, the Energobot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear? All good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. Praktisch, dass der Schildgenerator nicht auf diesem kleinen Waldmond ist. Da gibt es nämlich nur Scherereien. Ja, aber auf den meisten Wüstenplaneten ja leider it's auch. around here. Das stimmt. Somewhere. Vor allem auf denen normal nie was los ist. Nur Just as I Stress. thought. The equipment's still active. Alles Relevante passiert dort, aber sonst passiert da nichts. Everyone here's dead. Das könnten sie auch gleich in die Enterprise einbauen, das Bedienfeld hier. Keine Beschriftungen, doch A, B. Sehr hilfreich. Drücken Sie es das. So UI-Designer, die sind in allen Sci-Fi-Universen komplett für den Arsch. Das gab jetzt 2001, obwohl sich der Kubrick da echt Mühe gegeben hat. Oder seine Leute. Disabled. Was machen wir da noch in? Ja, blinkende Lichter. Komm. All that's left is to get the flies out of there. Wo sind denn jetzt diese Fliegen? Ich weiß auch nicht, in irgendwelchen Transportcontainern. Send shivers down your spine. I know it's hard getting used to the sight of corpses. It's more than that. I'm starting to understand the suffering they felt in their final moments. They were left to fend for themselves. Yet, Kannst jetzt da unable to reinkrabbeln. do so. Ja. This one man, he even ate parts of his suit, trying to survive. So Sounddesign finde ich echt ganz geil. Mhm. Hallo? Sieht aus wie so ein Fusionsreaktor. Von innen. Aber die Oberflächen von diesem Metall sind auch, wirken sehr cool. Mhm. Also mit dem bisschen Dreck immer überall drauf, ein bisschen abgenutzt. Aber hier scheint jetzt trotzdem nichts zu sein. Ich kann jetzt hier noch nicht mehr drücken. Dann schauen wir uns mal kurz den Wagen an. Oder ist hier oben an dem... Nee, kann ich gar nicht. Also vom Storytelling bin ich noch nicht so überzeugt, aber ich liebe den Look. Also das Art-Design ist der absolute Wahnsinn. Ja, finde ich auch schön. I'm climbing onto the hovering transporter. Before you leave, though, please check that the cargo is intact. Aber habe ich jetzt das Kraftfeld dadurch schon ausgeschaltet? Keine Ahnung. Ich finde es ja auch cool, dass es im Prinzip alles animiert ist. Also sie langt überall richtig hin. Mhm. I hope. Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. Wetten, dass er der Böse ist und sie jetzt nur wieder irgendwas aktivieren muss und so, was nur sie kann. Yes, sir. What are you wondering about? What if we're making a mistake? Maybe I shouldn't take the flies off Regis. Maybe it's better to leave them alone. Here, where they belong. What are you? I just worry that we might spread this threat. And the tragedy of one planet becomes a tragedy of entire galaxies. Not to mention all humanity. Forgive me, Doctor, but that sounds a bit overdramatic. We can handle some mechanical flies. Genau, nachdem wir gesehen haben, dass der ganze Konvoi davon getötet wurde. Alle sind tot. Wenn ich das jetzt freilasse, was bin ich dann auch? Nein, jetzt ist es doch, hallo. Das ist so eine völlig unbekannte Lebensform, die offenbar uns komplett überlegen ist. Jetzt mach schon. Fass es an, ohne Handschuhe, los. Sei ein guter Alienforscher. And you sound like a fool, sir. How can you be so sure? We were clueless just a moment ago.
Ja, sag's ihm I've nur. just begun to understand what's going on. But you already know how to handle it. Jasna, I promise you, we'll analyze everything thoroughly. Now we need to focus on getting you out of there. Can we at least agree on that? Yes. Der But arbeitet first, aber nicht für Wayland I'd Yutani, like to oder? check the cargo. Very well. Ach schon, bring das Just Zeug zurück hurry up. zur Erde. Kriegst doch Würde mich, Aktienoptionen. würde mich überhaupt nicht wundern. Meine Kinder lieben diese Öffnungen. Also diese Öffnungsmechanismen. Ist ja auch cool. Ist jetzt spielzeugmäßig, ne? So. Leer. Aha. Hä? Ach, ist das wie so ein Zwei-Komponenten-Kleber. Wow. I must admit, they look amazing. Berühmte letzte Worte. Jasna, what have you done? I'm watching them, nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black hole has opened in the stratosphere. And you say not to worry. Just look outside, Doctor. See for yourself. Was? Dass er die Dinger da rausgeholt hat? Das wäre ein bisschen... Deswegen, Kinder, macht Extrem. die Kiste erst gar nicht auf. Ihr wisst nie, was drin ist. If you were wondering, sir, Oh. how large a group of these flies could be, I can tell you. Yes, I know. I can see it from fucking orbit. Hui. Okay. Ja, okay. Ja, das sieht interessant aus. Mal schauen. The Invincible. Wie ist so dein Eindruck? Ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen müde geworden während der Demo. Ja. Vielleicht, ja, weil kann ich an sich auch nachvollziehen. schon ein bisschen müde bin heute, aber das hat es jetzt nicht unbedingt ins Gegenteil verkehrt. Ich glaube, das ist was man entweder sehr fokussiert dann gleich das halbe Spiel an einem Abend sich reinzieht oder was man so in Etappen spielt, weil wenn das ganze Spiel so abläuft, paar Schritte gehen, sehr viel reden, sehr viel Mhm. Exposition und relativ unnatürlicher Dialog. Das war bei Firewatch zum Beispiel, finde ich, viel besser, wie die sich unterhalten haben. Mhm. Dann, ja, es ist vielleicht jetzt 'ne bisschen zähe Erfahrung, aber ich glaube, allein die Geschichte und so die Atmosphäre, Musik, Optik und so, das ist schon cool. Also, Ja, also auf jeden für, Fall für Bock, die, das ganz zu erleben. genau. Dann trinke ich aber vorher 'n Kaffee. Also für die Optik wäre ich auf jeden Fall auch und für das Setting einfach dabei. Ja, das Pacing ist ein bisschen merkwürdig. Also das ist einfach ein bisschen off. Sie könnten da wahrscheinlich mit 'nem Rotstift durchgehen und mindestens die Hälfte der Dialoge rausschmeißen oder irgendwie mehr auf 'n Punkt schreiben. Das werden sie Also nicht mehr machen, glaube ne, ich. natürlich, ne, das ist ja schon alles, glaube ich auch nicht. Aber das ist leider manchmal so bei dieser Art von Spielen, dass sie sich ein bisschen, ja, 'n bisschen verlieren und ein bisschen aus den Augen verlieren, dass es am Ende doch immer noch ein Spiel sein sollte, wo ein bisschen etwas mehr Interaktionsgrad da sein sollte, also von der Verteilung her. Aber damit haben ja viele Spiele ein Problem. Na ja, das war unser erster Blick auf The Invincible. Ne, stimmt gar nicht. Du hattest ja schon die andere Demo, Mhm. ausprobiert. Und, ja, also wenn das rauskommt, also wenn das jetzt nicht unbedingt 15 Stunden lang ist, dann denke ich mal, wäre das was wir uns, glaube ich, auch in der Vollversion reinziehen, oder? Ja, würde ich sagen. Ja. Wann auch immer das dann kommt, wahrscheinlich noch dieses Jahr irgendwann. Ja. Bestimmt Mitte Oktober. Wie alles. Vielleicht am 1. o beziehungsweise 6. September. Ja. Passend zu Starfield. Gut, September bin ich nicht da musst das mit Martin machen. dann schauen wir mal. Gut, dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und, hoffentlich war's 'n bisschen unterhaltsam und dann, hören wir uns oder sehen uns im nächsten Let's Play hier bei uns bei GameTube. Macht's gut. Tschüss. Tschau.